Herzlich willkommen bei Neovara. Heute starten wir mit einer neuen vierteiligen Reihe rund um das Thema Lebenspartnerschaft. In den nächsten Wochen schauen wir uns an, wie Nähe und Distanz in einer Beziehung funktionieren, welche Stolpersteine im Alltag entstehen und wie man Streit klug lösen kann, was es braucht, damit Vertrauen wächst und viertens, wie man eine liebevolle Partnerschaft stärkt, die auch langfristig trägt. Damit es nicht so theoretisch bleibt, habe ich ein Beispielpaar mitgebracht, Max und Lena. Die beiden stehen stellvertretend für viele Paare da draußen und vielleicht erkennst du dich in manchen Situationen wieder. Heute geht es bei Max und Lena um das Thema Nähe, Distanz und gemeinsame Ziele. Vielleicht kennst du das auch. In manchen Momenten wünscht man sich, der Partner wäre ganz nah und im nächsten Moment braucht man einfach seinen eigenen Raum. Dieses Hin und Her ist völlig normal, aber das macht Beziehungen manchmal auch ganz schön herausfordernd. Eine Beziehung ist da oft wie ein Tanz. Wer schon mal tanzen gelernt hat, weiß, es reicht nicht, einfach im gleichen Takt zu wackeln. Man muss auch spüren, wann der andere vorgeht und zurücktritt. Und wenn einer aus dem Takt kommt, stolpert gleich das ganze Paar. Genau das erleben Max und Lena und manchmal zieht es sie zusammen, manchmal zieht es sie auseinander. Die spannende Frage ist, wie findet man dabei eine Balance, die für beide passt? Viele Konflikte in Beziehungen entstehen genau an diesem Punkt. Einer braucht mehr Nähe, der andere braucht mehr Freiraum. Das klingt erstmal wie ein Widerspruch, aber in Wirklichkeit ist es wie beim Atmen. Einatmen allein geht nicht und ausatmen allein geht natürlich auch nicht. Beides gehört zusammen. Schauen wir mal, wie das bei Max und Lena aussieht. Endlich Feierabend. Ich will es mir nur noch gemütlich machen. Ich muss raus. Einmal laufen, sonst platz ich. Soll er laufen? Ich gönne ihm das. Und ich freue mich, wenn er zurückkommt. Boah, das hat gut getan. Und jetzt genießen wir den Abend zusammen. Bei vielen gestressten Paaren läuft es leider nicht so harmonisch ab. Aber genau so entsteht Balance. Max bekommt seinen Freiraum, Lena ihre Nähe und beide fühlen sich respektiert. Das Schöne ist, keiner liegt falsch. Nähe gibt Geborgenheit und Sicherheit. Freiraum gibt Luft zum Atmen und Selbstbestimmung. Die Kunst ist, die Unterschiede nicht als Bedrohung zu sehen, sondern als Ergänzung. Denn eine Partnerschaft lebt davon, dass beide mal einatmen und beide auch wieder ausatmen dürfen. Was hält Paare eigentlich auf Dauer zusammen? Es ist nicht nur die Liebe im romantischen Sinne, sondern vor allem gemeinsame Ziele. Und Ziele ändern sich im Laufe des Lebens. Mit Mitte 20 steht vielleicht Abenteuer an erster Stelle, Reisen, Freiheit, Unabhängigkeit. Mit 40 wird Sicherheit wichtiger, ein Zuhause, Kinder, Verlässlichkeit. Und mit 60 wünschen sich viele vor allem Gesundheit und Ruhe. Auch bei Max und Lena zeigt sich das deutlich. Max träumt davon, die Welt mit einem Wohnmobil zu erkunden, Abenteuer, Spontanität und Freiheit. Lena dagegen blättert im Hausprospekt und denkt, ich wünsche mir ein Nest, einen sicheren Hafen. Auf den ersten Blick könnte das ein klassischer Konflikt sein. Doch statt sich zu streiten, machen die beiden etwas anderes. Sie legen ihre Wünsche auf den Tisch und fragen sich, wie sie beides verbinden können. Stell dir vor, wir fahren ohne Plan nach Spanien, stellen uns mit unserem Wohnmobil an den Strand und genießen das Meer und den Sonnenuntergang. Sollten wir nicht erstmal ein Nest bauen, ein kleines Häuschen mit Garten? Ich habe mir schon mal Gedanken gemacht, wie das aussehen könnte. Ja, du hast recht. Wir sollten uns erst etwas Sicheres aufbauen, bevor wir uns ins Abenteuer stürzen. Weißt du was?
Wir versuchen in unser Häuschen eine große Garage für ein Wohnmobil zu integrieren. Ich denke, es dauert noch ein Weilchen, aber dann haben wir unser eigenes Wohnmobil. Und plötzlich entsteht eine neue Idee. Ein Haus, aber mit großer Garage für einen Camper. Nicht hundertprozentig die Wunschvorstellung von jedem, aber eine Lösung, bei der beide sagen können, das fühlt sich gut an. So funktioniert Partnerschaft oft. Man sucht nicht nach der perfekten Lösung, sondern nach einer, mit der beide gut leben können. Manchmal bedeutet das, Kompromisse einzugehen. Manchmal bedeutet es, neue Wege zu finden, die keiner allein im Blick hatte. Gemeinsame Ziele sind wie der Kompass einer Beziehung. Es geht nicht darum, alles gleich zu wollen, sondern darum, einen Kurs zu finden, auf dem beide mitsegeln können. Und das Beste, wenn beide wissen, wohin die Reise geht, spielt es keine so große Rolle, ob der Wind mal von links oder von rechts kommt. Im Alltag ist es oft gar nicht so leicht, Nähe und Distanz in einer guten Balance zu halten. Viele Paare landen schnell in zwei Extremen. Das eine Extrem ist alles gemeinsam. Man geht sogar zum Einkaufen, ständig zusammen und klebt förmlich aneinander und merkt irgendwann, dass beide gar nicht glücklich dabei sind. Zu viel Nähe kann erdrücken. Das andere Extrem ist, jeder macht seins. Max sitzt stundenlang alleine am Computer, Lena sitzt vor dem Fernseher. Keiner stört den anderen, aber es fühlt sich auch einsam und leer an. Das Geheimnis liegt dazwischen. Es ist gut, wenn Max mit seinen Freunden ein Fußballspiel im Fernsehen anschaut, er lacht, er fiebert mit, hat seine eigene Energie. Zur gleichen Zeit sitzt Lena mit ihren Freundinnen im Café, genießt ein Gespräch, fühlt sich verbunden und frei. So haben beide ihren Raum und wenn sie später zusammenkommen, haben sie neue Geschichten und frische Energie im Gepäck. Genauso wichtig ist aber auch die bewusst gesetzte Paarzeit, ein gemeinsamer Kinoabend, wo man zusammen lacht oder mitfiebert. Und natürlich die kleinen romantischen Momente wie ein Abendessen bei Kerzenschein, Zeit nur füreinander. Diese Wechselwirkung hält eine Beziehung lebendig. Nähe ohne Distanz macht abhängig und Distanz ohne Nähe macht einsam. Aber wenn beides sich abwechselt, entsteht eine Kraft, die trägt. Oder wie ich es gerne sage, zu viel Nähe macht verrückt, zu viel Distanz macht einsam. Aber mit der richtigen Mischung bleibt man ein Paar statt bloß Mitbewohner. Vielleicht nimmst du aus dieser Folge mit, eine gute Beziehung ist wie ein Pendel. Es schwingt zwischen Nähe und Distanz, zwischen Bindung und Freiraum. Und genau dieses Schwingen ist normal. Es zeigt, dass die Beziehung lebt. Wichtig ist, dass ihr euch immer wieder neu einpendelt. Frag dich doch einmal ganz ehrlich, wo brauche ich im Moment mehr Nähe und wo täte mir etwas Freiraum gut? Und dann hab den Mut, genau das mit deinem Partner zu teilen. Denn nur wenn es ausgesprochen wird, kann auch Verständnis entstehen. Max und Lena haben das heute schon vorgemacht, Nähe zulassen, Distanz respektieren und am Ende auf der Parkbank die Balance finden. Nicht zu weit auseinander, nicht zu eng zusammen, sondern gerade so, dass es für beide passt. Eine Partnerschaft ist ein bisschen wie am Lagerfeuer sitzen. Sitzt man zu nah dran, wird es zu heiß. Sitzt man zu weit weg, friert man. Aber genau in der richtigen Entfernung ist es schön angenehm. Nächste Woche schauen wir uns dann an, welche Stolpersteine im Alltag entstehen können, vom kleinen Streit bis hin zu verletzenden Worten. Und vor allem, wie man solche Situationen klug löst, ohne sich gegenseitig weh zu tun.